Heute zeigt euch Steffen, wie schnell ein Onboarding-Prozess in Enace modelliert werden kann. Absolut korrekt, Konstanze. Da wollen wir gleich reinstarten. Wir machen das heute mit unserer Smart Model Komponente, also quasi unserer tabellarischen Modellierung. Das ist für jeden Mitarbeiter geeignet, der die Lizenz besitzt. Der muss keinerlei Erfahrung in Prozessmodellierung haben. Das geht simpel und einfach, relativ schnell, kann also jeder sofort auch einsetzen. Wir starten wie immer bei uns mit den BPMN-Diagrammen und erzeugen uns jetzt hier erstmal den angesprochenen Onboarding-Prozess. Den können wir hier in verschiedene Bereiche ablegen, wenn wir das wünschen. Ich bleibe jetzt hier einfach erstmal im Projektbereich. Drücke auf Weiter und kann dann hier direkt auswählen, wie ich modellieren möchte, in dem Fall mit der tabellarischen Modellierung. So, Prozess ist schon angelegt, wie ihr seht. Wir beginnen immer mit dem Startereignis bei uns. Das Ganze passe ich jetzt einfach nochmal auch an. Kann ich natürlich umbenennen jederzeit, wenn das so nicht passt. Dann nennen wir das einfach mal HR informiert die IT über neuen Mitarbeiter. Und starten jetzt mit der Modellierung. Relativ simpel bei Enace, einfach auf das Pluszeichen klicken. Und dann seht ihr schon, bekommt ihr eine schränkte Modellierungsumgebung zur Verfügung gestellt. Es soll ja schnell und einfach für den Mitarbeiter sein. Da ist jetzt nicht die komplette Notation hinterlegt und auch erstmal keine Regelprüfung. Die macht man dann im grafischen Modellierer. Wir starten hier jetzt mit dem Teilprozess und nennen den einfach Anforderungen an Hardware und Software checken. Ihr seht schon, das Bild erzeugt sich hier ganz automatisch. Wir legen jetzt mit der weiteren Verzweigung los. Muss denn neue Hardware bestellt werden? Fragezeichen. Wenn ja, legen wir jetzt hier auch erstmal los. Er macht jetzt erstmal den Ja-Pfad. Dann wird das dementsprechend auch bestellt. Jetzt wollen wir den Nein-Pfad modellieren. Auch das ist überhaupt kein Thema. Wir springen in der Tabelle einfach an die Verzweigung. Drücken das 3-Punkte-Menü, erzeugen uns hier das gewünschte neue Objekt. Hier wieder eine Aufgabe, erzeugen einen neuen Pfad. Selbstverständlich ist ja der Nein-Pfad, den wir jetzt hier erzeugen wollen. Und sagen dann und aufsetzen. So. Von da aus gehen wir jetzt über den Ja-Pfad den Prozess weiter entlang und hangeln uns hier jetzt in die weiteren Schritte. Da kommt jetzt nochmal eine Verzweigung mit dazu. Im Endeffekt zum Beispiel ist, ob die Einrichtung abgeschlossen ist. Wenn das der Fall ist, dann geht es an der Verzweigung weiter. Und zwar mit der Erstellung der neuen Software-Accounts. Vorab seht ihr hier unten in der Nein-Pfad, der hängt noch so ein bisschen in der Luft. Den wollen wir jetzt natürlich dort nicht weiter rumhängen lassen, sondern den verbinden wir jetzt auch direkt in den weiteren Prozessablauf hinein. Und zwar gehen wir hier an dementsprechend die Hardware neu aufsetzen, sagen Objekt hinzufügen, suchen uns den Verbinder. Jetzt kommt bei Enace so ein Dropdown und die legst dann einfach im Endeffekt auf die Verzweigung Einrichtung abgeschlossen. Damit ist der Prozess hier jetzt auch ins Diagramm integriert und wir können im Chart einfach weitergehen. Und Steffen, was ist, wenn ich jetzt neu bin in der Prozessmanagement-Software Enace? Gibt es eine Regelprüfung, falls ich doch irgendwie Fehler einbaue? Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, Konstanze. Wir haben jetzt in der tabellarischen Modellierung keine Regelprüfung aktiviert. Es soll ja erstmal schnell, simpel und einfach gehalten werden. Generell hat Enace natürlich eine Regelprüfung, das macht man dann aber in der grafischen Modellierungsumgebung. Dort kann man relativ simpel per Knopfdruck einfach den Prozess prüfen lassen und kriegt die Fehler dann auch aktiv angezeigt. Gut, dann haben wir die Software-Accounts im Endeffekt erstellt. Und jetzt stellt sich uns die Frage, wie wird denn der Mitarbeiter im Endeffekt weiter ongeboardet? Macht er das selber jetzt, also installiert die Systeme selber oder macht das bei uns zum Beispiel weiter die IT? Also starten wir hier erneut mit einer Verzweigung rein und hier stellt sich jetzt die Frage, wird der Mitarbeiter sich selbst onboarden? Fragezeichen. Von hier aus geht es jetzt in gewohnter Manier erstmal wieder den Ja-Pfad entlang. Wir erzeugen eine weitere Aufgabe. Ihr habt auch schon gesehen, das kann natürlich jederzeit auch ein Subprozess sein. Also da seid ihr natürlich bei uns nicht eingeschränkt, sondern könnt da ganz flexibel zwischen den einzelnen
Aufgaben, Aktivitäten und Prozessen auch wechseln, wenn du das möchtest. Wenn er sich denn selber onboardet, dann müssen wir aber erstmal mit unserer Legal-Abteilung Rücksprache halten, inwieweit wir das überhaupt durchsetzen dürfen oder was halt einfach zu beachten ist. Wenn wir das getan haben, dann machen wir als nächstes das Equipment an den Mitarbeiter übergeben. Und wir müssen natürlich die gesammelte Soft- und Hardware, die wir übergeben haben, auch in unserem Inventar dokumentieren. Also auch das können wir hier festhalten, damit das dann auch alles immer standardisiert korrekt umgesetzt wird in Zukunft. Dann ist der Prozess mit der Übergabe der neuen Accounts auch erstmal beendet. Jetzt haben wir natürlich erstmal wieder hier nur den Ja-Pfad modelliert. Auch hier gibt es natürlich auch noch einen Nein-Pfad, also wenn wir als IT den Mitarbeiter quasi komplett im Onboarding unterstützen. Also auch hier wieder einfach an die dementsprechende Verzweigung springen. Wir fügen hier wieder ein Objekt dazu, suchen uns eine Aufgabe raus. Natürlich ist es ja der Nein-Pfad und sagen dann im Endeffekt, dass die Hardware und Software dokumentiert werden muss. Dazu könnte ich das Ganze jetzt nochmal neu anlegen, wie wir es getan haben. Könnte aber auch aus Vorlagen auswählen. Das machen wir jetzt auch erstmal. Daher breche ich das jetzt hier nochmal kurz ab. Gehe jetzt einfach ein Objekt hinzufügen und suche Vorlagen. Ja, hier unsere Vorlagen, das ist im Endeffekt das, was ich bereits erstellt habe. Hier findet ihr schon den bereits angelegten Prozess. Müsst ihn also nicht zweimal modellieren, sondern könnt ihr einfach auf den bereits vorhandenen zurückgreifen. Wähle ich mir aus, speichere ich mir weg, erzeuge den neuen Pfad. Und wie von Zauberhand haben wir dementsprechend auch hier unten schon die Hardware-Software im Inventar erfassen angelegt. Jetzt scrollen wir in der Tabelle einfach wieder an die Hardware-Erfassung heran und machen den nächsten Schritt. Und zwar wäre das dann den Arbeitsplatz des Mitarbeiters checken. Ist denn alles vorhanden? Ist alles da? Müssen wir noch was Neues aufbauen? Hat er alles? Also das übliche Prozedere, ihr kennt das mit Sicherheit, wenn neue Mitarbeiter bei euch anfangen. Und ja, zu guter Letzt sind alle Geräte eingerichtet. Der Prozess ist dann auch beendet. Und wie ihr seht, haben wir unseren Onboarding-Prozess des neuen Mitarbeiters schon beendet. Die Modellierung war schnell, einfach. Dazu muss man wirklich keinerlei Schulungen genießen, muss auch keine Kenntnisse der Notation BPMN 2.0 haben, sondern kann einfach direkt loslegen und die Prozesse erfassen. Absolut schnelles Feature, um in die Prozessaufnahme-Workshops direkt einzustarten. Ja, danke schön, Steffen. Und kannst du noch mal zeigen, wie schnell es geht, auch IT-Systeme, Dokumente, Checklisten, Reports hier zu verbinden mit den einzelnen Prozessschritten? Ja klar, es ist ja nicht nur mit dem Malen getan, da gibt es genug Software auf dem Markt, die euch einfach wie ein PowerPoint oder ein Visio eine reine Malsoftware zur Hand gibt. Bei uns könnt ihr natürlich die bereits vorhandenen Stammdaten dann auch mit den Prozessen verknüpfen, aber das kennt ihr aus unseren Videos davor schon. Das Eneis ist ja ein Datenbanksystem, also ihr könnt alle Daten miteinander vernetzen, sodass ihr dann auch dementsprechende Auswertungen habt, um weitere Rückschlüsse aus den Prozessen herauszuziehen. Ich würde jetzt, Konstanze, erstmal die Durchführung modellieren, dass man weiß, wer modelliert denn überhaupt oder wer ist denn verantwortlich für diesen Prozess. Das machen wir hier oben in unserer Matrix-Ansicht, die DEBI-Matrix, Durchführung, Entscheidung, Beratung und Information. Bei dem Prozess ist es jetzt relativ einfach. Wir werden hier einfach nur die IT-Abteilung haben, weil die darf das ja fast also eigentlich komplett eigenständig machen. Jetzt haben wir hier einen Haufen Kollegen und Kolleginnen. Wir nehmen hier unseren IT-Consultant, der das umsetzen darf. Und den kann ich jetzt relativ simpel einfach per Drag and Drop weiter nach unten verteilen. Wie ihr seht, haben wir jetzt einfach auch hier relativ zügig unsere Verantwortlichkeit für den Prozess
hinterlegt und Constanza hat zu Recht gefragt, ja, gibt es denn noch irgendwelche Dokumente, die wichtig sind bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes für den Mitarbeiter oder sind noch IT-Systeme unterstützend dazu, beziehungsweise man könnte auch einfach die IT-Systeme verlinken, die der Mitarbeiter dann in Zukunft nutzen soll. Auch das wäre möglich. Das macht er bei uns auch hier über den Filter in der Tabelle und sucht euch einfach eure weiteren Inhaltspunkte für den Prozess zusammen. Eure Dokumente zum Beispiel und hier eure IT-Systeme. Das können auch Kennzahlen, Inputs, Outputs sein, weitere Beschreibungen, also da ist noch vieles möglich. Einfach freischalten und dann könnt ihr das natürlich auch dementsprechend modellieren. Anforderungen, hier haben wir irgendwo eine Checkliste mit drin. Ich schreibe mal rein, Checkliste, wir finden da bestimmt irgendwas. Checkliste Personalantrag, das passt doch ganz gut. Die verlinken wir jetzt hier. Und ihr seht im Bild, wenn ihr mal hinschaut, auch direkt über Hardware über Anforderungen an Hard- und Software checken, das angehängte Dokument. Hier kann der Mitarbeiter dann in Zukunft einfach draufklicken und gelangt direkt zum Dokument im EDS. Beziehungsweise, vielleicht habt ihr das auch über den SharePoint verbunden, dann springt er direkt ins SharePoint und kann es über den SharePoint zum Beispiel öffnen. Dann haben wir hier Hardware, Software bestellen. Da könnten wir jetzt gucken, ob wir irgendwie ein Bestellsystem haben. Vielleicht hatten wir da irgendwie im SAP ein Bestellsystem, dass wir da, sorry, das ist ein Dokument, das ist jetzt mein Fehler. Hier ist das IT-System. Gucken wir mal, was wir im SAP haben. Haben ein paar Transaktionen, Masterdaten, SAP HR, das passt auch super. Die bestellen dann die notwendige Hardware für die Kollegen und checken das Ganze gegen. Und ihr seht, so könnt ihr euch sukzessive eure Hard- und Software-Systeme dahinterlegen, könnt alle Informationen, die doch für den Prozess mitgeltend wichtig sind, direkt mit dem Prozess verknüpfen. All das sieht der Mitarbeiter dann natürlich auch in seinem Dashboard und kann dementsprechend zügig und schnell die Vorbereitung für die IT-Bereitstellung und die Vorbereitung für den Arbeitsplatz des neuen Mitarbeiters abschließen. Vielen Dank, lieber Steffen, dass du uns einen schönen Onboarding-Prozess in Enace modelliert hast. Und für alle, die unsere Software testen wollen, es gibt einen 30-tägigen kostenlosen Test, den ich hier unter diesem Video verlinke. Dort meldest du dich an und bekommst sofort deine Zugangsdaten. Super, genau. Und einfach auch bei mir melden. Ich zeige euch das Ganze auch mal in live, wie schnell ihr eure Prozesse erstellen könnt und wie schnell ihr da dann auch zu einem Ergebnis kommt, dass ihr dann auch wirklich euren Mitarbeitern, euren Vorgesetzten, euren Kollegen präsentieren könnt. I'm only one call away. Vielen Dank, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, ciao. Neugierig geworden? Fordern Sie noch heute eine Testversion an. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren.